Laufen ist anstrengend und sehr anspruchsvoll. Damit du auf der einen Seite aber Energie sparen kannst, auf der anderen Seite aber auch Verletzungsprophylaxe hast, kommt es auf einige wichtige Dinge an. Das wollen wir euch in diesem Video zeigen, die wichtigsten Tipps und Tricks, damit ihr besser lauft und damit es auch Spaß macht. Im Laufsport oder generell im Ausdauersport geht es darum, mit wenig Energie die maximale Kraft zu entfalten. Und gerade beim Laufen ist es dahingehend irrsinnig wichtig, dass man eben Verletzungsprophylaxe betreibt, weil schnell kann einmal was passieren. Darum haben wir so die ersten 3 Tipps, die wir euch mit auf den Weg geben wollen. Tipp Nummer 1, gute Ernährung, aber auch ausreichend trinken. Vor allem wenn es zum Beispiel jetzt im Sommer sehr heiß wird, sollte man schauen, dass man regelmäßig viel Wasser zu sich nimmt und nicht nur beim Training dann 2 Liter, sondern über den Tag verteilt. Das ist sehr, sehr wichtig. Zweiter Tipp, abwechslungsreiches Training, keine einseitige Belastungen. Gerade beim Laufen tendiert man dazu, dass man schneller mal Probleme mit den Waden bekommt oder mit der Achillessehne. Und da ist zum Beispiel ideal das Krafttraining. Durch die hohen Belastungen, wie zum Beispiel beim Laufen, dass ich das Dreifache von meinem Körper auf einem Bein stabilisieren muss, hilft hier vor allem das Krafttraining, vor allem das richtige Krafttraining, damit auch du eben verletzungsfreier und mehr Spaß beim Laufen hast. Und Tipp Nummer 3, ganz wichtig, aufwärmen. Ich hatte den Trainer, der immer gesagt, Außentemperatur ist nicht Innentemperatur, ruhig euch mal eine lange Hose anziehen, weil es doch passieren kann, wenn man sich diese 5 Minuten am Anfang nicht nimmt, ist schneller mal eine Verletzung da. Und ideal ist so 10 bis 15 Minuten ganz locker einlaufen, dann vielleicht mit ein paar Lauf-ABC-Übungen beginnen und Steigerungsläufe, damit du wirklich ideal aufgewärmt bist, weil umso besser du aufgewärmt bist, umso besser ist dann auch das Training. Ein weiterer Tipp, die Atmung. Hier ist wirklich wichtig, dass du tief einatmest aus dem Bauch heraus, ja, damit du wirklich mehr Sauerstoff zur Verfügung auch hast, weil? Naja, ganz einfach, weil wenn du mehr Sauerstoff aufnimmst, natürlich die Sauerstoffsättigung im Blut auch viel besser ist. Aus meiner Sicht hier wichtig, dass du deinen individuellen Atemstil auch entwickelst. Ich habe schon viele Athleten gesehen, die irrsinnig kurzatmig waren, geatmet haben. Hier wäre es schon angebracht, eben, wie der Alex gesagt hat, schaut, dass ihr tiefer einatmet, dass ihr wirklich viel Sauerstoff hineinbekommt und der Rest ergibt sich aus der Anstrengung, aus der Bewegung. Ganz natürlich, hört hier auf euren Körper. Nächster Tipp, die Flüssigkeitszufuhr. Ganz wichtig, wenn ihr Durst habt, ist es meistens schon zu spät. Das bedeutet, sehr viel vor dem Training auf einmal zu trinken, bringt eigentlich gar nichts. Das kann der Körper gar nicht so schnell aufnehmen, sondern es ist aus meiner Sicht hier wichtiger, dass du über den Tag gut verteilt trinkst und natürlich auch deine Flüssigkeitszufuhr je nach deiner Belastung anpasst. Wenn du mehr trainierst, wirst du mehr trinken, auch während dem Training schon. Und nicht nur Wasser ist wichtig, sondern auch andere Flüssigkeiten, wie zum Beispiel ISO, dass ihr wirklich schaut, dass ihr auch Zucker zu euch in flüssiger Form nehmt, damit der Körper das gut aufnehmen kann. Auch wenn es heiß wird, vielleicht etwas Salz dazu gibt in dem Wasser, damit ihr, weil ihr eben viel schwitzt, damit ihr eben eine optimale Versorgung habt während der Belastung und auch nachher, dass ihr wirklich schaut, dass ihr euch nach der Belastung oder nach dem Training gut versorgt. Die Leute wirklich unterschätzen, dass sie hier zu wenig Salze aufnehmen. Das heißt nicht nur Wasser, auch ISO, Salze für so eine gute Hydration eigentlich oder Hydration. Genau. Auch beim Tempo sollst du darauf achten, dass du wirklich im Training nicht zu schnell und auch zu früh startest. Ganz, ganz entscheidend ist, egal welche Belastung, fang immer locker an, damit du wirklich schön in das Training hineinsteigerst. Wir haben vorher schon über das Aufwärmen geredet. 5 bis 10 Minuten nimm dir Zeit. Das ist ja auch so, wenn du gleich wegstartest, ohne Aufwärmen mit einem hohen Tempo, ist es doch nur logisch, dass dein Körper viel schneller ermüdet. Viel schnellere Ermüdung des Körpers heißt schnellere Ermüdung der Muskulatur, heißt aber auch gleichzeitig wiederum schlampigere Bewegungen und schlampigere Bewegungen brauchen wieder viel mehr Energie. Das heißt, es ist so wirklich ein Kreis, der sich hier schließt und der wirklich beim Aufwärmen und beim Tempo beginnt. Das heißt, nimm dir Zeit. Starte das erste Intervall oder die erste Belastung eher
mit einer Handbremse und werde dann gegen Ende richtig schnell. Und beim Rennen ist man doch verleitet, wenn man sich die anderen Athleten rund um sich anschaut. Man ist natürlich motiviert bis in die Fingerspitzen, man möchte gleich vorne weglaufen. Lauf dein eigenes Tempo. Lauf dein Rennen für deinen Triathlon. Du wirst sehen, gegen Ende hin wirst du noch so viele Leute überholen, nämlich genau die, die zu schnell gestartet sind. Nächster Tipp. Die Körperhaltung. Körperhaltung gerade beim Laufen ist irrsinnig wichtig. Dazu, Alex, wir haben ein eigenes Video mit Tipps. Nochmal, was sind so die wichtigsten Takeaways für unsere Sportler zu Hause? Ganz wichtig in erster Linie ist vor allem, dass du wirklich schaut, dass ihr einen geraden und auch aufrechten Rumpf habt, dass ihr wirklich stolz mehr oder weniger die Brust rausgebt, damit ihr wirklich keine Ausweichbewegungen macht, weil jede kleine Ausweichbewegung bedeutet dann auch einen Energieverlust und glaubt's mir, es macht auch viel mehr Spaß, das Laufen, wenn ich wirklich stabil geradeaus laufe und keine Ausweichbewegungen mache. Genauso essentiell wie das Aufwärmen ist natürlich auch das Cooldown. Und hier gilt wieder, nehmt euch Zeit, 15 bis 20 Minuten, wirklich schön langsam auslaufen. Ihr könnt auch zum Beispiel die Laufschuhe wieder ausziehen und auf den Rasen gehen und einfach barfuß auszulaufen. Das schult auch noch einmal wieder die Gelenke und auch die Technik, beziehungsweise einfach auch ausgehen, wäre auch noch eine Option. Definitiv. Was mir immer geholfen hat, auch war Dehnen. Also es gibt da unterschiedliche Meinungen, statisches Dehnen, ja, nein. Für mich selber hat es sowohl in der Verletzungsprophylaxe geholfen, aber auch dann wirklich in der Vermeidung von Muskelkater. Genau, und die Meinungen gehen natürlich auseinander, aber ich sage immer wieder, alles was dir gut tut, das mach das auch. Auf alle Fälle. Das war's auch schon mit den wichtigsten ökonomischen Tipps für einen guten Laufstil. Wir hoffen, ihr hattet viel Spaß. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.